Du warst damals 2, als du ihn bekommen hast. Da waren wir beide in Uruguay, ganz weit weg von hier. Sie erinnern sich wieder? Ich wollte noch mal sagen, dass ich es beeindruckend fand, wie du das hingekriegt hast. Was meinst du? Und du Jessica dazu gebracht hast, die Vergewaltigung vorzugaukeln. Jessica würde alles dafür tun, um mit mir zusammen zu sein. Armes Ding. Tatsächlich? Stimmt so. Und danke. Die paar Kröten sind weiß Gott gut investiert, wenn du deswegen endlich auf Nimmerwiedersehen verschwindest. Also entspann dich. Du, so entspannt wie gerade war ich schon seit Monaten nicht mehr. Du steckst das Ganze ziemlich gut weg dafür, dass Helena angeblich deine große Liebe war. Man muss einfach nur wissen, wann man verloren hat. Ja, das wirst du aber auch noch merken. Sieh mal einer an. Du hast unsere kleine Unterhaltung also aufgezeichnet. Ich habe immer gedacht, dass zwischen uns das wäre was ganz Besonderes. Das ist es auch. Oder war es zumindest? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du bist doch der wichtigste Mensch in meinem ganzen Leben. Du, Mann. Aber offensichtlich reicht das nicht. Sagen Sie schon, ist Ihre Erinnerung zurück? Ja, nein, ich glaube nicht. Aber gerade wussten Sie doch was. Das war nur die Sache mit dem Hasen. Mehr weiß ich nicht. Aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, aber vielleicht ist es auch nur Zufall. Ich könnte die Sache mit Uruguay irgendwo aufgeschnappt haben. Nein, Tanja, das ist gar nicht möglich. Niemand weiß etwas über die Zeit, die Sie in Uruguay verbracht haben. Tatsächlich, ist es so? Ja, und das kann doch nur bedeuten, dass Ihre Erinnerung nach und nach zurückkommt. Schön wär's ja. Ja. Vielleicht sollten wir da noch mal anfangen, wo Sie die Erinnerung verloren haben, bei dem Sturz. Da fängt es aber schon an, Elisabeth. Ich kann mich wirklich einfach nicht erinnern. Versuchen Sie es. Ansgar war da. Sie hatten Angst vor Ihrem Mann. Sie sind zurückgewichen und Elisabeth. Okay. Entschuldigung. Aber versprechen Sie mir eins. Geben Sie nicht auf. Du musst es abstellen. Was? Das Wasser. Danke. 3-mal habe ich geduscht, aber ich krieg diesen schwulen, klebrigen Gestank nicht ab. Und alles nur, weil dein Schwuchtelfreund mich angepatscht hat. Schade, dass dein Prinzesschen ein Seilbettchen ist. Na gut. Dann musst du dir eben Gesichtschirurgen suchen. Dieses Arschloch. Was? Dieser Axel, der hätte dich damals halb totgeschlagen. Nun, es ist ein bakterieller Infekt festgestellt worden. Was habe ich gesagt? Nichts Schlimmes. Leider nicht ganz. Die Infektion ist eine Weile her und hat zu einer Myokarditis geführt. Ist das gefährlich? Eine Myokarditis ist eine Herzmuskelentzündung. Und weiter?
Auch wenn es eine große Umstellung für Sie bedeutet. Sie werden sich erstmal vom Leistungssport verabschieden müssen. Woran denkst du gerade? Deine Herzmuskelentzündung. In Wahrheit hast du da mehr gelitten als ich. Ich habe ja meinen ganzen Frust an dir abgelassen. Weil von einer Sekunde auf die andere alles für dich vorbei war. Deine ganzen Ziele, deine Träume. Aber ich hatte ja dich. Und ich dich. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich auch nicht. Nennen Sie mich Vollidiot, Dummkopf oder irgendwas. Warum habe ich auch nicht besser aufgepasst? Es war alles umsonst, voll für den Arsch. Ich war so nah dran, aber so nah war ich dran. Ich hatte schon Tristans Eingeständnis und einen Scheck, damit ich endgültig abhaue. Was ist schiefgelaufen? Mir ist das Gerät aus dem Ärmel geflogen, als mich einer angerempelt hat. Und dann war alles klar für ihn. Wahrscheinlich hat er das Gerät das Klo runtergespült. So viel zu, ich leg dem Arsch mal voll das Handwerk. Na, das tut mir leid. Trotzdem glaube ich, dass es den Versuch wert war. Wer weiß, vielleicht gelingt es dir doch noch mal, ihn aus der Reserve zu locken. Da fällt er nicht noch mal drauf rein. Hast du den Scheck noch? Wow. Jetzt bin ich super reich. Und damit hast du Tristan in der Hand. Was soll denn das beweisen, außer dass ich käuflich bin? Das will ich dir erklären, mein Junge. Nimm einmal an, dein Bruder, nur mal angenommen, bietet Helena eine Summe Geld, damit sie dich in Ruhe lässt. Wie würdest du reagieren? Ich würde ihn wahrscheinlich zum Teufel jagen. Ganz genau. Jemand, der einen anderen besticht, damit er die Stadt verlässt, der hat Dreck am Stecken. Sie haben recht. Vielleicht kapiert Helena dann, wie durchgeknallt ihr Bruder ist. Na, Gott sei Dank. Ihr habt euch wieder vertragen. Wie jetzt? Merkt man das etwa? Nee, gar nicht. Marie, fragst du in meiner Küche, ob irgendwas weg muss? Ich habe Mordshunger. Ja, klar. Anna, du kannst Feierabend noch nicht übernehmen. Okay, tschüss. Hi. Hi. Liegt was Besonderes an? Aber hallo, wir müssen die Tage dringend eine neue Party-Location abchecken. Und zwar im Meat District. Der Meat District? In New York, genau. Nächste Woche geht's ab. Was geht ab? Kumpel von mir zieht da drüben einen neuen Laden auf. Völlig neues Konzept. Clubbing in Privatwohnungsatmo, aber absolut High-End, wenn du verstehst, was ich meine. Die Hütte sieht aus, als würde da ein Star wohnen. Was sagst du jetzt? Ja und? Nein. Wie nein? Ja, ich kann nicht. What? Entschuldige, aber spürst du die Einschläge nicht? Was heute in New York abgeht, schwappt in der nächsten Saison garantiert über den Teich. Und wir sind dann die Ersten hier. Das bringt uns auf ein ganz anderes Level. Ich weiß. Aber im Moment habe ich andere Prioritäten. Das wären doch nur für ein paar Tage. Trotzdem. Wir haben eine Menge nachzuholen. Schau mal, da ist Elisabeth. Wollen wir sie fragen, ob sie mit uns essen will? Komm, wir hatten schon so lange keinen Abend mehr, nur für uns. Und außerdem sieht es so aus, als würden die beiden sich prächtig auch ohne uns unterhalten. Ja, hast du recht. Wirklich, Charlie. Ich bin mir sicher, dass Tanjas Erinnerung zurückkommt. Das kann ja sein, aber sowas muss ja nicht von heute auf morgen passieren, soweit ich weiß. Ja, immerhin erinnert sie sich schon wieder an ihre Zeit in Uruguay. Vielleicht fällt ihr ja auch ein, dass sie damals schon vor Ansgar davongelaufen ist.
Und Ihren und Hannes Tod vorgetäuscht und damit die arme Natalie in den Alkoholismus getrieben hat. Wenn ihr jetzt auch noch klar wird, dass sie damals schon Todesangst vor Ansgar hatte, dann ist der Weg nicht mehr weit. Dann erinnert sie sich sicher auch, dass er sie vor dem Koma unter Drogen gesetzt und die Treppe runtergestoßen hat. Das mag ja sein, aber sie hat keine Beweise gegen ihn in der Hand. Nein, aber sie könnte mich unterstützen. Ja, ich weiß, was du von ihr hältst und du hast sicher auch recht. Eben. Es kann doch niemand ernsthaft wollen, dass Tanja wieder ganz die Alte ist. Sie wäre fast gestorben. Sowas verändert einen Menschen doch. Ach, nicht Tanja, die ist hart im Nehmen. Elisabeth, sie geht über Leichen. Und daran wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. Dir wird ein dämliches Grinsen bald vergehen. Ansgar. Liebling. Ich habe auf dich gewartet. Bist du mir noch böse? Böse? Wegen meiner Panikattacke. Ich habe deine ganzen Pläne durcheinander gebracht. Ach das, ich bitte dich. Nein, du bist so ein Schatz. Du hast so viel Geduld mit mir. Ich hoffe, das passiert mir nie wieder. Nicht der Rede wert, Tanja. Hauptsache, du wirst wieder richtig fit. Darauf kannst du dich verlassen. Ich meine, schade, aber reicht ja auch, wenn einer von uns da drüben scoutet. Denke ich auch. Auch ein bisschen? Zweiter Frühling oder was? War auch Zeit. Sollen wir nachher noch ins Kino? Gerne. Olli, kommst du mal bitte? Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Mistding? Keine Ahnung, ich mach gar nichts mehr. Soll ich mal? Ich hab ein Händchen für die Teile. Lass mal, da muss diesmal ein richtiger Profi ran. Ja, hi, Olli Sabel hier vom No Limits Düsseldorf. Unsere Espressomaschine hat jetzt vollends den Geist aufgegeben. Wir brauchen Hilfe. Hoffst du eigentlich auf eine Nominierung für den Penetranz-Oscar? Was soll das denn heißen? Warte, ich erklär's dir. Es wird langsam peinlich, wie du dich an Olli ranwandst. Meine Omi hat immer gesagt, das Glück ist mit den Hartnäckigen. Ah, meine Omi hat immer gesagt, keiner ist so armselig wie einer, der nicht merkt, dass er verloren hat. Ach, der bin ich oder was? Mhm. Falls du es noch nicht gemerkt hast. Ja. Olli liebt nämlich mich. Gut, danke. Alles okay? Alles okay. Auch wenn du nicht nach New York fliegst. Auch dann. Ich wollte noch mal sagen, dass ich es beeindruckend fand, wie du das hingekriegt hast. Was meinst du? Naja, wie du Jessica dazu gebracht hast, die Vergewaltigung vorzugaukeln. Und dann auch noch der Selbstmordversuch. Weißt du, das war eigentlich ganz einfach. Jessica würde alles dafür tun, um mit mir zusammen zu sein. Armes Ding. Tja, dumm gelaufen, lieber Andi. Ich muss zu Helena. Ich bedauere, die Comtesse ist zurzeit nicht auf Königsbrunn. Dann warte ich hier, bis sie kommt. Das ist nicht möglich. Es ist aber lebenswichtig. Wie ich bereits sagte, es ist nicht möglich und jetzt muss ich Sie ersuchen, das Schloss zu verlassen. Was soll denn das? Auch wenn Sie es offensichtlich nicht begreifen. Ihre Anwesenheit auf Schloss Königsbrunn ist nicht erwünscht, Herr Fritsche. Man hätte Sie eigentlich schon am Tor abweisen müssen. Brauchen Sie Unterstützung, Justus? Danke, ich denke, ich bin Herr der Lage. Ich krieg dich noch. Und dann mache ich dich fertig. Was ist denn hier los? Bitte, können Sie Helena sagen, dass ich sie sprechen muss? Ich warte, auch wenn es sein muss, draußen, aber ich muss ihr dringend etwas erklären. Hat Justus Ihnen nicht gesagt, dass sie gar nicht da ist? Doch, das hat er. Aber das hat er ja nur getan, damit... Helena ist in Stuttgart. Und wir erwarten sie auch heute nicht zurück. Und wenn sie wieder da ist, dann bist du ja sicher schon längst ganz woanders. Du erinnerst dich, oder? Träum mal schön weiter. Ich werde die Wahrheit auch noch so beweisen.
was Aufregendes passiert, während ich in Stuttgart war? Nun, gestern. Helena, du bist ja schon zurück. Ja, ich habe extra einen frühen Zug genommen, damit ich mit euch frühstücken kann. Oh, ich fürchte, dafür sind wir beide zu spät dran. Der Rest der Familie wird schon fertig sein. Ich habe 2 Stunden mit Japan telefoniert. Weißt du was? Ich mache mich kurz frisch und dann frühstücken wir zusammen, ja? Ja, gerne. Guten Morgen, Elisabeth. Können wir Sie in die Stadt mitnehmen? Guten Morgen. Nein, ich komme später nach. Sebastian, bist du so nett und setzt schon mal den Vorvertrag für Kobayashi Enterprises auf? Ich habe die Zusage für die Hotelanlage in Kyoto bekommen. Wie haben Sie denn das geschafft? Glückwunsch. Ich setze mich sofort ran. Danke. Guten Morgen. Liebling, mein Schatz, darf ich dir den Honig reichen? Ich weiß nicht, habe ich Honig früher gemocht? Versuchen Sie es doch selber rauszufinden. Wenn Sie den Geschmack erst im Mund haben, das löst doch sicher was aus. Ja, vielleicht. Tanja, Liebling, was hältst du denn davon, wenn wir heute einen kleinen Ausflug machen? Hm? Das ist aber eine ganz schöne Idee, mein Schatz. Ja, dann bitte ich doch Justus, er soll uns irgendeinen Wagen vorfahren. Ich habe leider meinen Autoschlüssel immer noch nicht gefunden. Hast du wirklich überall gesucht? Ich bitte dich, Tanja. Natürlich, Liebling. Ansgar, was ist das? Das kann ja wohl nun wirklich nicht wahr sein. Das ist ein Zufall. Helena! Andi, bist du wahnsinnig? Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Ich bin schon die ganze Nacht hier. Gregor hat mir mal den Geheimgang gezeigt. Andi, du kannst doch nicht einfach hier aufkreuzen, mich zu Tode erschrecken und erwarten, dass Bitte ich... gib mir nur 5 Minuten. Okay, 4. Gib mir 3, ganz kurz. Okay. Tristan, all diese Geschichten mit dieser Das Vergewaltigung. hatten wir doch schon. Diese Vergewaltigung gab's nie und er hat sich selbst die Treppe runtergestürzt. Das ist doch Schwachsinn, sowas tut doch keiner. Er schon. Ich muss jetzt duschen. Er würde alles tun, um zu verhindern, dass wir beide zusammen sind. Bitte lass mich vorbei. Er hat mir sogar 15.000 € angeboten, dass ich dich für immer in Ruhe lasse. Hier. Good morning. Kannst du mir mal verraten, warum ich Mutterseelen alleine aufwachen musste? Gestern Nacht konntest du gar nicht genug kriegen und jetzt bin ich schon wieder abgeschrieben. Tja, ich wollte, dass du nach der Nacht ein vernünftiges Frühstück kriegst. Super. Ist das King Kong, der da an der Freiheit? Oh. Eine kleine Einstimmung auf Amiland. Ich flieg doch gar nicht. Ich weiß, du hast abgesagt wegen mir. Und das ist nicht in Ordnung. Doch, das ist in Ordnung. Ich weiß, dass du Rob nicht leiden kannst. Nein, das tue ich nicht. Und ich vertraue ihm auch nicht. Aber ich vertraue dir. Und deshalb finde ich, dass du fliegen solltest. Du kriegst ja bestimmt jede Menge neue Ideen fürs No Limits. Und da habe ich natürlich auch Interesse dran als Miteigentümer. Aber nichts aber. Du rufst am besten gleich Robert an, damit er nicht die Flügel cancelt. are melting away. I'll make a brand new start. Ach, Helena will... Verzeihung, im Kaminzimmer wurde nach mir geläutet. Aber sicher. Was kann ich für Sie tun? David, bringen Sie den Brief hier an diese Adresse. Es ist eilig. Wäre es Ihnen recht, wenn ich einen Kurier schicken würde? Ich muss eigentlich noch... Was Sie müssen, ist mir völlig egal. Sie bringen diesen Brief persönlich, und zwar jetzt. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, sicher. Entschuldigung. Ach nein, oh nein, oh nein.
David, bitte können Sie mir sofort Gallseife und Glycerin Also, bringen. ich muss Schöne eigentlich- Seidenbluse, bitte, bitte. Sofort, das geht sonst nie wieder raus, bitte. Ja, klar. Oh. Tristan? Tristan! Hey, morgen. Schon zurück? Hast du den ausgestellt? Ja. Wieso? Weil er mich kaufen wollte. Unsinn. Ich muss doch verhindern, dass er dir auch noch was antut. Er hat immerhin schon Jessica und mich auf dem Gewissen. Du redest von Gewissen? Helena, wie oft noch? Andi ist gefährlich. Das ist nicht wahr. Und das weißt du auch im Innern. Er hat gestern selbst zugegeben, dass er sich das alles nur ausgedacht hat. Dass Jessica lügt und er sich selbst die Treppe runtergestürzt hat. Denkst du wirklich, ich würde mein Leben riskieren, nur um dem was in die Schuhe zu schieben? Ja, das würde er. Glaub mir das. Er ist krank. Ich hatte es sogar schon auf Band, bis mich dann von der Seite... Das geht Helena nichts an. Ach, das finde ich aber schon. Ja, wahrscheinlich hat er es sowieso schon gelöscht. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass Helena das hören sollte. Das glaube ich aber schon. Tanja. Entschuldigung, ich will Sie gar nicht lange stören. Ich habe nur gehört, dass Sie mit Ansgar einen Ausflug machen wollen. Ja. Da wollen Sie den hier sicher wieder haben. Was soll ich mit dem Ding? Das ist Ihr Lieblingshut. Sie haben ihn mir mal zu einem Derby geliehen. Ich weiß nicht, woher Sie den haben, aber mir hat er ganz bestimmt nie gehört. Was für ein Wunder. Sie haben ja Ihre Erinnerung wieder. Ich weiß ja nicht, was Sie für ein Spiel spielen. Vermutlich wollen Sie sich an Ansgar rächen. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Oh, ich kann Sie sogar sehr gut verstehen. Auch ich will ihn eher heute als morgen loswerden. Aber lebend und unversehrt. Also denken Sie nicht mal daran, einen kleinen Unfall zu inszenieren. Haben wir uns verstanden? Du hast wirklich eine blühende Fantasie, Elisabeth. Ich würde das nicht tun an deiner Stelle. Das glaube ich dir gern. Ich mein's ernst. Ich will es hören. Helena, tu's nicht. Weil Andi recht hat und du... Nein, hat er nicht. Dir geht doch nur der Arsch auf Grundeis, weil da die Beweise für deine Lügen drauf sind. Du willst Helena also einfach so aufgeben für 5.000 €? Nein. Ich will 15. Weil ich Düsseldorf verlassen werde. Das wird aber hart sein für Helena. Ich brauche Kohle. Und ich liebe sie nicht. Hab ich nie. So ist das nun mal.